Das sieht nicht richtig aus. Das sieht nicht richtig aus. Nicht ganz so schön. Hallo. Warum? Video. Ach so, das meinst du. Ich dachte, du meinst jetzt hier, unsere Kamerabild, da ist es ein bisschen abgeschnitten, komisch. So, ja. Ja gut, dann müssen wir uns ein bisschen umsetzen. Okay. Das sieht besser aus. Nein, sieht scheiße aus. Ach nein, stimmt, das sieht auch kacke aus. Verdammt. Ah, warte mal. Breitbild. Ah. Ja. Ja. Oh. Ah. Ah. Ja. Schon viel besser. Yes. Zurück. Gut. Grundsätzlich kurz zum... Also erstmal ganz wichtig. Ah, genau. Prost. Prost. Guck mal, wie das schmeckt. Ja. Geht. Steht das schon bedenklich lange hier? Ein bisschen. Also nicht zwingend bedenklich lange, aber ich glaube, Lachkraut hatte das mal mitgebracht. Und ich glaube, da sollte es auch schon weg. Okay. Also, ich frage mich, ob ich morgen noch aufstehen werde. Ja, ja. Prost. Prost. Muss ja weg. Ist ja der letzte Schluck, ist ja danach auch leer. Okay, ja gut. Dann kann man das, glaube ich, vertreten. Naja. Semi-geil. Okay, ja, das Spiel ist letzten Endes, also auch ein Walking Simulator, du kriegst halt Sachen erzählt und ob du dich daran hältst oder nicht. Das Sehen sei wir mal dann. dahingestellt. Genau. Gut. Also, viel Spaß. Und viel Spaß, sagt er. Gut. Loading. Also ist auch englische Sprachausgabe und deutscher Untertitel. The end is never the end. It's never the end, it's never the end, it's loading. Okay. Und übrigens zur Frage vor der Pause. Wir hatten uns bewegt. Und auch in der Pause. Optionen? Ah. Oh, ich glaube, wir sollten... Audio oder Video? Irgendwo muss es Untertitel geben. Untertitel. Da. Alle. Alle. Und Untertitelsprache Deutsch. Ukrainisch? Nein. Deutsch. Portugiesisch? Nein. Nein. Ja. Okay. Nein. Alter. Du schaffst das. Deutsch. Genau. Okay. Gut. Okay. Ja, sorry, ich bin gerade eben nur am Maus gerutscht. Ja, natürlich. So, sag einfach zulassen, wir müssen nochmal neu starten. Und Spiel beginnen. Achievement freigeschaltet. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Seid ihr denn auch schon wieder da? This is the story of a man named Stanley. Stanley. Hi. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Good job. Stanley was happy. Employee of the month, every month. And then one day, something very peculiar happened. Gab's noch mehr Something Mitarbeiter? that would forever change Okay. Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never Hi. in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office.
Achso, ich dachte, das sei festgefroren. Nein, du darfst dich bewegen. Nein, das war eigentlich schon beabsichtigt. Achso, dann hast du alles richtig gemacht, ja. Ja. Dann wart einfach mal. Gucken wir mal, was passiert jetzt. Du kannst den Ventilator noch mal anmachen gerade. Ja. Einfach dein Ding eins nach rechts schieben oder drehen. Genau. Ja. Der Ventilator ventiliert. Wundervoll. Gut, dass er nicht hyperventiliert. Kann ich mit was benutzen? Ich glaube, bei ein paar Stellen kannst du mit E interagieren, aber ich glaube in dem Raum nicht. Du kannst dich ja mal umgucken. Aber nicht rausgehen. Das Telefon leuchtet. Ich will da rangehen. Geht anscheinend nicht. Du könntest ja mal umgucken. Das ist One of Those Days oder keine Ahnung. Irgendwie. Montagstasse. Irgendwas mit Mondays. Irgendwelche Montage. Montage sind immer gut. Montag, bester Tag. Ja, nee. Mittwoch, bester Woch. Eher. Ja. Passiert nichts. Ich glaube, das geht vielleicht auch wirklich erst beim zweiten Mal. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich will mich unterm Tisch verstecken. Vielleicht, du kannst ja mal einfach ganz normal anfangen und einfach dem Erzähler Folge leisten. Der Erzähler sagt, ich gehe raus. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Sicher, dass das im Konferenzraum ging? Das weiß ich nicht. Das musst du entscheiden. Das ist ja das Schöne an dem Spiel. Ich bin ein Baum. Wieso kann ich nicht drauf auf den Topf springen? Ich will Weil du leider gar nicht springen kannst. So, mach mal dein Bier leer. Ich hol mal leckeres Bier. Ja, mach das. Dann kann man den schlechten Geschmack spielen. Mhm. Ah. Na no. Computer sagt nein. Ich habe gerade eine Taste gedrückt und dann ging der Computer aus. Oh. Ja. Böser Computer. Er will sicher nur das Beste für dich. Ja. So, ich habe uns jetzt einfach mal bei jeweils dieselben geholt. Ich würde uns immer dieselben holen, das ist wahrscheinlich am einfachsten. Auf jeden Fall. Flasche oder Becher? Flasche natürlich. Becher! Was bist du denn für ein Neandertaler? Ich bin ein Flaschenkind. Ich wollte gerade sagen, deswegen, warum die Frage? Ja, gut. So, Moment. Hier gibt es kein Meeting. Na gut. Dann gehen wir halt Richtung Meeting. Natürlich. Also, wenn ich sie schon hole, dann aber auch richtig. Zum Wohl zusammen. Wohlsein. Ja, schmeckt deutlich besser. Fruchtig-beerig. Die Gummibären. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Oh! Verdammt. Darf ich erstmal in die Kamera halten? Bitte? Darf ich erstmal in die Kamera halten, was wir da Feines haben? Ja, natürlich. Halt rein. Da, ein tolles Yggdrasil. Eins der schönen Wackenbiere Ja. hat der Christian mitgebracht. Der Ja. Gute. Wir lassen es uns gut gehen. Irgendwer muss es ja machen. Ja. Lecker, lecker? Ja, natürlich. Nami, nami. Ich mach die ganzen Computer aus. Hier, Stromsparen aus. Du hast wirklich nur das Gute für das Unternehmen im Sinn, ne? Ja. Wie dekadent von euch? Natürlich. Ah, da steht I hate Mondays. Ja, okay, gut. Gute Tasse. Ja. Beste Tasse. Gefällt mir. Hätte ich aber auch nicht nachvollziehen können. So von wegen, ich mag Montage. Warum? Wer mag Montage? Keiner. Du könntest doch gerade als der Tierhausmeister durchgehen. Oder anfangen. Wirklich? Durch Linke? Ja, also du kannst dich in den Büros tatsächlich nicht viel nach This was hinten. not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Nein.
Nicht zum Pausenraum. Pausenraum ist kacke. Well. Was? Schade. Ausgeschlossen. Du musstest es ja darauf ankommen lassen. Jetzt bist du drin gefangen. Ey. Computer aus. Verdammt. Ich will den Computer ausmachen. Ich komme da nicht rein. Nicht auszumachbar, wenn das ein Wort ist. Ausmachbar? Irgendwie so. Jetzt musst du ihn bewundern. Genau, er hat's verstanden. Das Spiel mag mich nicht. Da, der ist aus. Das ist ein guter Computer. Genau. Das ist ein netter Computer. Braver Computer. Wenn ich jetzt rennen gehen könnte, würde ich ihn streicheln. Tja, kannst du aber leider nicht, weil das Spiel sagt nein. Computer sagt nein. Spiel sagt nein. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Warum musstest du mich darauf aufmerksam machen, dass das Licht an ist? Das triggert mich jetzt ein bisschen. Welches Licht? In dem Raum, wo der Computer war, der aus ist. Gott, ja. Really worth it being here in the room. Ja. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ja. Really worth it. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Die erste offene Tür auf der linken Seite. Oder auch nicht. Tja, die Versuchung ist da. Oder du gehst weiter geradeaus. Was ist da? Ein Stuhl? Stuhl. Ist da ein Computer? Nein. Ausmachen? Nein? Nein, Okay. das ist nur so ein Aufsichtsraum für Lagerarbeiter. Na gut, gehen wir mal hier And so rein. he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Großer roter Knopf. Wenn er jetzt noch nicht drücken draufstehen würde, ne? Aber roter Knopf. Hi. Loading, 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 loading. Loading. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Warte mal gerade. Geh nochmal auf Optionen. Ich will mal gucken, ob du den Sprecher irgendwie lauter machen kannst. Also Audio. Ja. Nee, leider nicht. Schade. Ja, okay. Schade. Na gut. Ist der bei dir auch so leise? Das geht. Okay. Ja, gut. Die Frage ist, ob das für die Zuschauer passt. Ist er zu leise? Ich denke, die hätten sich sonst beschwert. Wahrscheinlich. Oder wir müssen einfach schweigen, wenn der Sprecher spricht. Was? Schweigen? Ja. Okay. Ist sowieso eigentlich. No, it's to the right, my mistake. Das Spiel will mich verarschen. Ach, was? No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Now, let's see. We went down right, left, Okay, gut. down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Absolut. Das Das ist sieht mein wenig Auto. vertrauenswürdig aus. Er fährt wenigstens nicht. Sicher? Bewegt er sich? Noch nicht. Das stimmt. Okay, er fährt nicht. Traust mir aber auch nicht, ne? Ich traue dem Spiel nicht. Fairer Punkt. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to 104 wurde gefeuert. I'm kidding. It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How 600 about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top.
Was? Mach's doch einfach nochmal. Ist das richtig, dass der Computer... Nee, der sieht nicht anders aus, okay. Nee, das sieht alles gleich aus. Noch. Die Taste ist auch da? Okay. Gut. Das dann. And again, and again, and again. Ganz genau. Wieso muss ich gerade an einen Menschen mit einem Löffel denken? All of his coworkers Der Jinusagi. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Jo, Luis. Moin. Moin. Schönen guten Abend. So, erstmal Computer ausmachen. Genau, schön die Computer ausmachen. Hello. Wie schaut's aus, Luis? Alles gut? So. Aus. Bist der Computer Ausmachmann. Was würde Ja. die Welt nur ohne dich tun? Aus. Einfach erstmal weiter. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Or did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Ich hab den Why Computer am I ausgemacht. asking you? I'm the one who wrote the story. Was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then, it's an adventure. Come Stanley, let's find the story. Genau. Kippschalter, sehr nützlich. Da hat man den Computer direkt am Netzteil ausgemacht. Ja, richtig. Moment, jetzt sind alle Türen offen? Was? Richtig. Du darfst jetzt die Story suchen gehen, weil der Erzähler sie verloren hat. Okay. Ich will da durch. Ich will durch diese Tür. Da musst du rechts durch. Und dann links. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Meinst du? Vielleicht auch nicht. Ich traue dem Spiel nicht. Aber warum? Es will nur dein Bestes. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can Na promise gut. you there Probieren wir's definitely aus. was a story here before. Do we need Nein. to restart the game again? So, Well, I und? find it unlikely that Ah, we'll doch. ever Das progress by funktioniert. starting over Sehr and gut. over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Was? Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Warum geht die Tür auf einmal zu? Vielleicht wollen sie dich da drin nicht mehr haben. Vielleicht solltest du auch noch ein Bier trinken. Oh, ja, sehr gute Idee. Plonk, Plonk. plonk. Und wieso... Warte, wie bei Caro, alles wieder. Oh, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ach, das war gut. Das war nämlich, als wir campen waren, hatte eine von unseren Damen, die mit war, so Hash-Brownies mitgenommen. Oh. Und also ich hatte auch einen sehr interessanten Abend. Ich hatte nämlich noch nie irgendwie etwas Vergleichbares. Und diese Caro halt, ich glaube auch nicht. Moment. Warum war ich nicht mit dabei? Das war das Wackencampen, weil du nicht in der Wackengruppe bist. Ja, okay, gut. Das hört sich logisch an. Aber ich frage dich das nächste Mal gerne. Ja, cool. Zumindest hat Caro dann einige gegessen und ich noch mehr. Caro war dann letzten Endes, hörte sich an wie so eine Verschwörungstheoretikerin. Sie hat die ganze Zeit gesagt, dass sich immer alles wiederholt und wusste angeblich immer genau, was die anderen Leute machen und sagt dann, ach, jetzt macht wieder der dies und der jenes, das hatten wir eben schon mal, das wiederholt sich alles. So von wegen, wenn eine Person zum Beispiel zweimal pinkeln war, dann war das sofort auffällig. Und da ist die Caro voll drauf angesprungen. Die hing den ganzen Abend darum und hat gesagt, dass sich immer alles wiederholt. Das war witzig. Ich wiederum hing dann einfach nur die ganze Zeit in meinem Stuhl und habe 2 Stunden gebraucht, eine Wurst zu essen. das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ja? Ja. Okay. Ja, ich kann mich an die Storys erinnern, wo ich dann halt so gefühlt regungslos auf dem Sofa, auf dem Sessel gesessen hatte und mich gefühlt hatte, als wäre ich an dem Sessel festgekettet gewesen. Und Björn und ein Kumpel, Leon, waren vorhin noch bei Burger King gewesen, haben sich Burger geholt und Björn hat einen Burger so auf dem Schreibtisch so rechts neben mir.
neben sich gelegt halt, ne? Und ich wollte ihn einfach wegsnacken halt, aber ich konnte mich nicht bewegen, weil ich am Sessel festgekettet war. Ja, so was Ähnliches hatte ich auch. Ich saß dann da und es fühlte sich so an, als ob ich vergessen hätte, wie ich meinen Körper benutze. Keine Ahnung, ich So in wusste etwa, nicht, ja. wie ich mich bewege. Das kam mir mega komplex vor. Man musste mich dann nachher auch ins Zelt rein yep, it's worse. bewegen. I might be remembering this wrong. Wo sind die It's Türen? possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Tja, dann wieder zurück, würde ich sagen. Ja, oder wie kann man sich beim Bier öffnen, oder beim Campen ein Bier öffnen? Also bitte, das ist vollkommen unverständlich. Also irgendwie zieht hier so die Zahlen oder sowas, ziehen so ein bisschen was nach halt, ne? Keine Ahnung. Meinst So einen du? roten Schleier so ein bisschen. Keine Ahnung. Ich glaube, das liegt aber an den Bildschirmen leider. Das liegt mit Sicherheit am Spiel. Oder? Nein, ich glaube, das ist wirklich der Bildschirm. Okay, ja gut, dann kann ich dir vertrauen. Natürlich. Dem Spiel nicht, mir schon. Ja, deswegen, ich glaube, ich war gerade im Spiel nicht ganz. So, mal gucken. Sind die Computer noch aus? Die Computer sind noch aus, super. Ganz wichtig natürlich. Na gut, gehen wir weiter. Okay, die Tür ist nicht zugegangen. Aha! I Hä? knew we'd miss something. The story. Here it comes. Moment. Okay, hier bleibt alles gleich. Ja. War aber ein guter Gedanke. Ja. Weil sich jetzt hier auf einmal irgendwas verändert hat. Man weiß ja nie. Moment. Habe ich einen Checkpoint geladen? Moment. Okay, gut. Nein. Bleibt alles gleich. Na gut, dann No, geht. wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Ich bin dem Spiel einen Schritt voraus. So, ist weiter geht's. Oder zurück. Es geht weiter zurück. Natürlich. Es geht nur weiter. Warte. Wenn wir jetzt vom Zurückgehen, gehen wir jetzt wirklich wieder. Gehen wir jetzt vorwärts? Theoretisch schon. Ja. Okay. Damit war zu rechnen. Natürlich. Now this, well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work. Good job! So, good job. Nice. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. Uh. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Wo ist die Tür? Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Okay. End again. Follow the yellow bricked road. Nice. Ja, stimmt. Gut, die Taste ist noch da. Der Computer zeigt immer noch diese komische, das seltsame Terminal an. Da hat sich noch nichts verändert. Nee. Ich kann immer noch nichts tippen. Nein, du wirst nie was tippen können. Das kann ich kein- jetzt schon mal Ich spoilern. kann keinen Pseudocode schreiben oder sowas. All Du bist kein I've got a Code-Kiddie. solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. TM. Just follow the line. TM. How simple is that? Erstmal den Computer ausmachen. Ganz wichtig. Ja. So. Computer. Da ist ein Computer an, aus. Da- Weiß nicht, fällt dir eventuell was auf? Wir sollen hier lang gehen. Genau, das ist halt nicht das, wo du normalerweise am Anfang lang gehen solltest. Ja. Wir gehen trotzdem hier lang. Rebell. Ja, natürlich. Das ist doch die ursprüngliche Story und wir sollten, No, I'm down. We're living it up to the line from now on. wir sollten hier links durch eine Türe gehen. Es gibt keine Türe mehr. Du hast es. Ja, verkackt. Würde Ich bin ein Baum. Depressiver Baum. Ja.
Aber ich will nicht der Linie folgen. Die Linie ist böse. Tja, ich würde sagen, jetzt musst du wohl leider auf den Strich gehen. Und hat jemand seinen Kaffee verschüttet? Auf dem Teppichboden. Iba. Hoffentlich war da keine Milch drin. Ich habe den Computer vergessen. Ja, die Tür ist eine Lüge. Es fühlt sich an wie der Kuchen. Hey. Du hast nur leider keinen Companion Cube. Du hast nur ein Companion Bier. Tja, kommst nicht dran. Kennst du das, wenn so ein Ziel recht nah ist, aber doch unglaublich weit weg? Na gut, der spielt Solitär, der darf das. Best game every year. Nee, Game of the Year every year. Best Computer, Solitär-Computer. You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. To Destiny! Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, ne? Ja, so in etwa. Wieso war das klar, dass dort alle Türen zu sind? Natürlich. Als ob da offene Türen sind. Das Spiel gibt doch keine Möglichkeiten. Offene Türen, das wäre ja viel zu ablenkend. Oh, da sind offene Türen. Well, von wo kommt es und wo geht's hin? Well. Fuck. Na gut. Dann gehen wir halt. Ach nee, da komme ich her. Musik da war schon lang. Bist du kein Soll ich jetzt hier. Linienfolger? Ich bin, glaube ich, noch nicht betrunken genug, um diese Schlangenlinien zu gehen. Du hältst dich aber auch nicht ran, aber das kriegst du hin, oder? So ein Wallride mit dem Skateboard? Easy. Kannst du mir so Matrix Bullet Time geben? Dann mache ich das. Gibt's ja leider nicht. Gibt nur eine betrunkene Linie. Oh. Oh. Sag mal, wo lagern die bitte überall ihre Tassen? Ja. Überall. Schön genau der Linie folgen. No. Einfach nein. Einfach nein. How about no? Ich meine, was soll das bitte? Es gibt dir einfach nur, es zeigt den klaren Weg, wo du lang gehen sollst. Das ist alles. Und du machst dich darüber lächerlich. Ich glaube, die Musik macht es einfach, also die enthusiastische Musik macht es einfach viel zu weird gerade. Ja, das Spiel ist sehr weird. Das wird auch nicht besser, es wird eher schlimmer. Ich habe das Gefühl, das Spiel wird sich ein klein bisschen was lustig über mich machen. Nicht zwingend lustig, aber allgemein über so. Es ist halt, also es war ursprünglich Also tatsächlich ein Mod für Half-Life, also beziehungsweise gemacht in Garrett's Mod. Und da ist dann ein richtiges Spiel draus gemacht worden. Aber sich groß über was lustig macht, das auch nicht. Das ist halt einfach nur gerade die Storyline. Also es gibt halt mehrere. Die Storyline, die wir gerade folgen. Ja. Ja, Moment, die Storyline. was? Warte, was? Was? Siehst du das Oh, nicht? das kann ich noch nicht.
Da geht die kleine eine Treppe hoch. Und hier geht's einen Korridor lang. Willst du was? Oder ist. Hä? Das ist wieder was anderes da hinten. Oh, das kannte ich noch gar nicht. Was ist das bitte? Das kannte ich noch nicht. Also, ich glaube, ich kürze das Ganze mal ein Du bisschen gehst hier links ab. rein. Warte, geh mal zurück, du gehst jetzt hier links rein. Was? Ha. Ich glaube, das ist einfach nur das Ende des Ganges. Da, wo die Klette ist. Quasi. Nein, einfach, was da drin ist, ist einfach nur ein sehr langer Gang, habe ich das Gefühl. Ein sehr langer Gang. Ja, okay, gut, klar. Dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich diesen Gang hier lang gehe, werde ich dann wahrscheinlich hier rauskommen. Genau. Und guck jetzt. Guck quasi nach da klar. hinten, genau. Departure-Accounts, da, Department-Accounts. Genau, richtig. So, und hier gucke ich trotzdem geil, Financial Records, ja, Genau. okay, gut. Okay. Alles geil Das Spiel gemacht. ist weird. Oh ja, ist es. Hat einen fantastischen Erzähler. Aber wie gesagt, das kann ich tatsächlich auch noch nicht. Das war neu. Wait. Cut the music. Danke. Go back and look at that fern. Fahren? Ach, Stanley, Fern. this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Okay, der wird nicht mehr wichtig sein. sicher? Ja. Oh, gut. So schätze ich das Spiel gerade ein. Oder aber, der Fahren wird der Endboss sein. So. Ah. Fight against Fahnenmonster oder so, keine Ahnung. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Lass mal fahren. Farmen. Nein, fahren. You do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Moment, wir kommen von hier, sollen der Linie hier geradeaus folgen, dort rein, links, und dann kommen wir dann dort raus, aus hier, warte, aber, hä? Haben wir doch das sind die Computer da aus. Es war alles ein Loop. Willkommen zurück. Geh mir in den Raum. Hier in den Raum. Mhm. Ist doch alles wie beim Alten. Ja, stimmt. Ich wusste es nicht mehr. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. So, die Computer sind immer noch alle aus. Sehr gut. Es hat sich niemand gegen deine Herrschaft aufgemüpft. Ach genau, wir sind eben da rein. Ursprünglich. Und drin kommen jetzt da raus. Und jetzt kreuzen wir die Storylinie vom Anfang. Genau. So, Wir das kreuzen die Strahlen. Ganz toll. Dürfen wir nicht. Sollten wir nicht. Haben uns die nichts Ghostbusters Haben die gelehrt. nichts von Ghostbusters gelernt? Na gut. Nein, den kannst du nicht ausmachen. Christian traurig. Ich kann auch nicht benutzen. Ich kann mich nicht draufsetzen, meine Hintern kopieren. Ha. Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been 104 und 601 sind noch gefeuert. Oh, I Sehr can't gut. take this anymore, to hell with it. Zumindest sind sie Restart. persistent. Die haben es aber auch nicht anders verdient. Ja. Hä? Okay. As per usual. Ja, ich werde diesen Raum wahrscheinlich nie wieder in Frage stellen. Besser ist es. Aber die Computer, da! Nein, aus. You know Wie what, können Sie nur... Stanley? I say forget the adventure line. What's it Danke. done for us? We're intelligent people, right? Ja. Why can't we make up our own Von Anfang an. story? Ja. Something exciting, daring, mysterious. Ja. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Ja, Ich will lass hier uns lang. was Neues erkunden. Bist du aufmüpfig? Ah nee, da bin ich ja gerade eben schon lang gegangen. Warum gehen wir Und- nicht in 420? Und dort komme ich Basic. raus. Also, ich ging hier lang, dort kam ich raus. Nein, Nein, das war das Büro dahinter. Achso, das nächste Büro. Genau. Na gut, dann gehen wir hier lang. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Kannst du bitte wieder resetten? Das ist ein Kreis. Das... Hast du schon mal einen eckigen Kreis gesehen? Das ist ein Eck.
Danke. Oh nein, warte. Es ist kein Eck, es ist ein Pfad. Moment. Mhm. 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 Hm. Hm. Mhm. Hm. Hi. Ein neuer Weg. Und er wird kein leichter sein. Oh nein, bitte no, nicht. not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Wie soll ich Nimm bitte sie da gerne. oben lang kommen? Wenn ich noch nicht mal springen kann, wie soll ich da hochkommen? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir sicher, die Linie hat sich was dabei gedacht. Die Linie ist betrunken. Wie kommst du da drauf? Ich weiß nicht, sag du es mir. Nennen wir es Instinkt. Das wirkt für mich absolut normal. Samstagabend normal, aber normal. Wir haben Freitag. Die Linie lebt halt in der Zukunft. Ach, sie ist weg. Sehr gut. Brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Alles gut. Ah, a choice. Ein We Runder. get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we Glaub mustn't nicht. squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere. Which Willst du means mir that sagen, somewhere at the wie place rum where we're ich im trying Kreis to laufen go, soll? there must Schon. be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. To Destiny. Nope, that won't work. Ich dachte, jetzt würden alle Türen aufgehen. Nein, keine Wahl. Nur Ergebnisse. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me Lies that's es ruhig what mal. this is? Da ist ein paar gute It's Sachen all bei. one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? Was? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written Moment. here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. Wie I oft haben don't wir want jetzt? it to be. I don't want the game to keep 8-mal, restarting. hat's ja eben I don't gesagt. want to 8-mal neu forget what's gestartet. Wie oft haben wir going on. jetzt neu I don't want to be gestartet? trapped like this. Bis jetzt. I won't 8-mal müsste es restart the gewesen game. sein. I won't do it. 8-mal? Das ist die I ganze won't Geschichte. do Du it. kannst I das won't quasi do Okay. am Ende das Ende lesen. And the time return stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Wir haben doch Will keinen Bookstore someone come gefunden. for us? Will something Oh. happen? Essen. So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you do happen to have a... Okay, das heißt, wir waren jetzt bei Restart Nummer 6 oder so. Statt 8. 8-mal gibt es wohl insgesamt. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, gehen wir mal zum Meetingraum. Folgen wir der Story. Sind wir mal so nett. Awaiting Input. Oh, Ja, aber das bringt anscheinend nicht wirklich was, habe ich rausgefunden. ich bin auf dem Tisch Ah, ja, das geht in der Tat. und auf dem Computer. Jetzt nicht mehr. Aber ich habe gedacht, ich könnte den Computer jetzt ausschalten, aber der hat keinen Schalter mehr.
Ja, das ist wohl leider richtig tatsächlich. Ich meine, es gibt bestimmt noch ein paar Computer, die du ausmachen kannst, aber Ja, gut. so nicht. So. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Auf einmal bist du gehorsam. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Übrigens sind wir gerade, glaube ich, bei Restart Nummer 6, weil das Spiel sich selbst gestartet hat und am Ende von Restart Nummer 6 irgendwie The game is restart itself. Ja, aber nicht wirklich, weil das ist jetzt wirklich, also das, was du gerade eben gesehen hast, das ist das Ende, das zählt jetzt nicht mehr. Also da kommt jetzt auch nichts weiteres mehr. Kannst du den aufmachen? Was? Geh mal rein und bleib drin. Stanley stepped into the broom Bleib drin. closet, Nichts but there nichts was machen. nothing here, Lass los. so he turned around and got back on track. Okay. Besenkammer. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Also normale Menschen machen was anderes in der Besenkammer. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Nein. Genau. FU. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Das Besenkammerende, natürlich. Bestes Ende. Ja, Stanley was beste. fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, Moin, Björn. had to leave because there's nothing here. Na, alles When a fresh. physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Wir sind alle Zeugen, dass es keine Leiche Anyone gibt. who happens to be nearby, the person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the Ich bin kein computer, Pazifist. making Tut mir sure leid. they understand basic first-person Das war eindeutig video game Genocide mechanics gerade. and Ja. filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Okay, das war's. Das Besenkammerende. Sehr nice. Genau. Gut, sollen wir mal essen gehen? Essen. Ja, second klingt gut, ne? player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Ja gut, Björn ist gerade in den Raum reingekommen, also von daher denke ich mal, können wir jetzt essen gehen. Genau. Tut mir leid, Björn, aber das Essen ist kurz vor dir gekommen. Ja. Und wir haben Hunger. Und ist wichtiger. Das nicht zwingend, aber es ist schon Okay. ziemlich wichtig. Ja gut, Essen ist auf jeden Fall nice. Dafür schenken wir dir nachher mit einigen Bieren wiederum unsere Aufmerksamkeit. Apropos Bier. Ja, meins ist auch leer.
Achso, warte. Seid's wohl noch nicht. Ich muss ja noch zwischendrin zocken. Also Genau. von daher kann ich nicht so schnell und so viel Bier trinken wie du. Fairer Punkt. Okay, gib uns 10, 15 Minuten. Ja, sollte passen. Genau. Und dann geht's weiter mit Bier. Wir würgen Mehr dann, Bier. Wir Viel Bier. schlingen dann so lange unser Essen runter. Genau. Bis gleich.
jetzt hören wir uns wieder. Hallo, Hallo. ist doch jemand da? Schönen guten Abend. Christian hatte Delegator eingesetzt. Das war sehr effektiv. Hoffe ich zumindest. Ich Das hoffe, würde- der Delegator hat euch sehr gut unterhalten. Bestimmt sehr. Oh, Er hat sich Ich bin sehr... ein toller Delegator. Ich bin sehr unterhaltsam. Gib mir einen Daumen nach oben und schreib einen Kommentar für den Algorithmus. Das ist leider kein YouTube. Aber der Ach so, Wille war da. Ich dachte, so funktioniert das. Auf YouTube schon, ja. Dann lass uns mal den Delegator beiseite legen. Vielleicht Genau. muss er nochmal wieder zurückkehren. Ich hoffe doch nicht. Und ein Bierchen aufmachen. Plopp. Ein Bierchen Einmal für aufmachen dich. hört sich gut an. Vielen Dank. Sehr gerne. So, dann auch nochmal für mich. Ich hoffe, es sind in der Zwischenzeit nicht alle abgehauen. Übrigens war sehr lecker. Vielen Dank. Ah ja, Burger war schön. Yes. Prost. Prost. Und wir haben vor allen Dingen das Geilste überhaupt gemacht. Wir haben Pommes als Pommesgabel verwendet. Sehr geil. Wir haben einfach mit Spitzenpommes andere Pommes aufgespießt und verschlungen. Genau. Hat sich So- gut angefühlt. so muss Wir haben es uns sein. mächtig gefühlt. Urteil. Skull. Doch, war gut. Jo. Gut. Jo, lass uns weiter zocken. Oh. Also, was? Gute Sache. Niki, das funktioniert leider bei mir nicht, aber danke für den Hinweis. Ich habe mir das falsche Spiel eingetragen. Oh. Ah, ja, das ist richtig. Und Chat und Stanley. Okay. Ich weiß, wir suchen es immer wieder. Das ist ein anderer Mod, mit dem das funktionieren würde und bei mir klappt es halt leider nicht, weil ich nicht den richtigen Mod dafür habe. Aber ja. Da Hallo musst du's mal Björn, einrichten. hallo Niki. Hallo Bier. Hallo Niki. Sehr gut, dass du zuschaust. Ich kann auch nicht weiter zocken, weil das Spiel lädt. Kannst du nicht einfach sagen weiter? Ja, das wird wahrscheinlich auch funktionieren. Du schreibst gleich nicht mehr. Das ist aber schade. Warum machst du sowas, Björn? Ja. Oder warum machst du es gleich nicht mehr? Du hast doch nicht etwas Besseres zu tun? Ah. Hello. Kuri guckt auch zu. Coming Hallo to a Kuri, staircase, schönen guten Abend. Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja, was nun? Rauf oder runter? Die Bude ist nice. Ich habe gerade gesagt, ich will dem Storyteller folgen, also von daher gehe ich jetzt mal nach oben. Tu dir keinen Zwang an. Ich halte dich nicht auf. Du kannst das Spiel nach eigenem Ermessen erkunden. Oh, natürlich die Chefetage. Ne? Genau. Executive Bathroom. Ja. Da wird königlich geschissen. Genau. Und vor allen Dingen hier die Wartestühle sind auch die bequemsten, die man sich vorstellen kann. Also zumindest sehen sie schicker aus als unten. Es sind halt nicht für den Chef, dann ist es nicht ganz so schlimm. Ja. Oh, warte. Okay, der ist aus. So, das ist quasi so ein Chef-Wartestuhl. Das ist Wartesessel. eigentlich, ja, eigentlich richtig. So eine Chef-Wartesessel. Baum. Achso, nein, ich bin kein Eigentlich ist es war von vornherein kein Baum. Es waren eigentlich immer so Zimmerpflanzen und keine Bäume. Baum. Lass aber mir doch bitte die Illusion. gut. Ich weiß, du als Städtler Staring weißt nicht, into was his ein Baum manager's ist, office, aber Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Was für ein Pinpad? irgendwo muss wahrscheinlich irgendwas ausfahren. Ich weiß es halt auch nicht mehr. Hinter dir wahrscheinlich. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Ach da. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845.
8, 4, 5. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Ja. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ein neuer Geheimgang und du darfst ihn erkunden. Ist das eine Falltür gewesen? Nein, es ist, also, jein. Okay. Es gab so einen kleinen Bereich vorne, wo du rein theoretisch hättest reinfallen können, aber... Achso, na gut. Was macht hier so auf dem Dachgeschoss so ein Strommotor, Anhänger, Generator? Strom erzeugen. Für dieses Baulicht. Ja. Dafür braucht man so einen riesen Bauanhänger. Ist ein starkes Licht. Es muss lange halten. Okay, alles gut. Übrigens, Niki, ich weiß jetzt, warum du das letzte Mal so Probleme hattest, was zu sagen, als du dich selber gehört hast. Es ist mit den Kopfhörern doch noch eine Ecke länger verzögert als mit den anderen Kopfhörern, die ich benutzt habe. Das klingt da tatsächlich momentan ein wenig komisch. Kann ich auch genauso bestätigen. Auch bei den anderen Kopfhörern hört sich das weirder an, als bei denen, die ich jetzt trage. Bei denen ist es deutlich angenehmer, ne? Es fällt eigentlich fast nicht auf, wenn man redet. Großer roter Knopf. Drücken wir ihn. Push it! Und das Licht geht an und der Fahrstuhl geht nach unten. Mein Handy-Akku ist bald leer, dann schreibe ich nicht mehr. Björn, warum lädst du dein Handy nicht einfach? Es lädt. Gut gemeint. Siehst du, das Spiel lädt, du lädst dein Handy. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten. Oh Gott, wo ist das nochmal? Das war dieser Unreal Tournament Dude. Oh stimmt, das Unreal Tournament Kit. Bei Beamer gucken wir noch zu und die Kuh macht Mu. Okay. Aber dann kannst du nichts mehr schreiben, das ist schade. Ja, dann sind wir traurig. Ganz, ganz traurig. Siehst du das hier, diese Träne, die hier runterkullert? Soll ich kurz die Gießkanne holen und die ich mich weiter... Ich glaube, das funktioniert so. Doch. Ganz bestimmt. Bin mir sicher, dass Sicher? Mhm. Sicher, dass Stanley da durchgehen möchte und nicht hier Richtung Escape? Maybe. Also eigentlich habe ich gesagt, dass ich dem Sprecher folgen möchte, aber das Escape ist sehr verlockend. Also ich meine, es sind beides Wege, die sich dir offenbaren. Und du hast die freie Wahl. Ich flüchte. Okay. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Nein. Nö. Oder vielleicht. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Nein. Die Stange sagte nein. Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Tja, Das ist ein rotes Licht. Red means scary. Na toll, es lädt. Schon wieder. Ich hab's überlebt. Irgendwie. Aber frag mich nicht wie. And Stanley was inched closer and closer to his demise. He reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Or not. Natürlich nicht. Natürlich. Escape. Das ist so meta. And
And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Es ist alles nur eine große Lüge. Oh, ein Abo. Danke für das Prime-Abo, Niki. Yay. Kussi, kussi. Oh. Und ich habe das Bild ihm eben gezeigt, wo ich so erfolgreich auf dem Pavillon gucke. Das war sehr amüsant. Schönes Bild. Es gab also niemals mehr. Vielleicht doch, vielleicht nicht. Wer weiß, wer weiß. Du folgst erfolgreich deiner Aufgabe. Schön alle Computer ausmachen. Ja. The Office. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. Ob hier wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ey. Nein. Leider gar nicht. Buttons, was? Wow. Sie machen Geräusche. Hurra. Simpel, aber glücklich. Ja. Das Office. Pflanzen und Boxen. Baum. Oh, Kopierer. Ja, ich glaube, hier sieht man so einige von den möglichen Szenen oder anderen Leveln, die im finalen Spiel, glaube ich, nicht mehr verfügbar sind, sondern ursprünglich in der ursprünglichen Mod waren. Mhm. Also so eine Art Museum, was gewesen war, quasi. Apartment Timer. So. Vent. Okay. Diverse Optionen werden einem offenbart. Was das für Dinge sind, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist ein Aufzug. Das sind alles irgendwie Teile, die es in dem Spiel noch irgendwie gibt oder gab, oder? Na gut, gehen wir raus. Genau. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Hat das Spiel I wanna be free. Hat das Spiel etwa Zugriff auf die Kamera und kann sehen, dass wir zwei Leute hier vorne haben? Maybe. Spooky. Ja, das ist ein bisschen weird. Aus. Klick. Can you see? Can you see how much they need one another? Ich No, brauch dich perhaps not. zum Anstoßen. Sometimes these things brauch dich cannot auch, be Bier. seen. Wow. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... Jetzt bist du tot. Oh. Oh. Ich habe richtig das Mitgefühl in deiner Stimme gehört. Wow. Also Stanley ist dir echt ans Herzen gewachsen, ne? Stanley ist tot. Hä?
Hi. Willkommen zurück, Stanley. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley Computer looked, aus. he couldn't find Ja. a trace of his co-workers. Warum ist der Narrator wieder da? Vielleicht war er nie weg. Vielleicht haben wir das alles nur geträumt. Vielleicht ist das die Matrix. Warum hat er sich denn... Also ist jetzt zweiter Input in dem Computer drin hier. Mhm. Okay. Das hat mit Sicherheit irgendwas zu bedeuten. Möglicherweise. Ich will dir natürlich da nicht zu viel Freude nehmen, aber eventuell hat es eine Bedeutung. Also ja. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nein. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Den Lounge ist aber auch echt schön, Wow. ne? Also, wow. Yes, this room. Yes, What a view, sehr schön. but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nein. Nee. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Wer ist Stanley. her? Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Tja, wer auch immer sie ist. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Wie soll das bitte funktionieren? Was? Das ist eine normale Stromsteckdose, da kommt kein Telefonsignal durch. Das ist ein WLAN-Telefon. WLAN-Telefon. In Retro-Optik. Na gut. Gehen wir mal ran. Gemaranda. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Was? Drücke P auf deiner Tastatur. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Das ist ein aufbauendes Spiel, ne? Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job.
first, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Kinder. Offensichtlich. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Abendessen. Burger. Ich dachte, das hatten wir gerade. Ach, doppelt genäht hält besser. Hau rein. Genäht. Wir nähen Essen. Ja, wir machen. Achso, oh. Oh, oder? As he Ah, wandered okay. through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Warum sieht es auf einmal so Down brotig one aus? path lay an enormous round Die Küche room ist auch weg. with monitors and mind controls. stimmt. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Wollen wir den Kindern eine Geschichte erzählen? Ja, ich denke Ja, schon. es ist Zeit für eine gute It was Nachtgeschichte. such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Bah, But there is no answer. plopp. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing Ich has weiß, wo das changed. endet. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he Yeah. won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, need to. well, maybe this time he'll see. Maybe I this must. time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Yay. Aha. Bitte stirb. Willkommen zurück. Hi. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay. Nicht. Aus. 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 Irgendein Computer muss einen Input haben wollen. Dieses Mal anscheinend keiner. Schade. Oh, Was denn da los? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Wenn's denn sein muss. Yet there was not a single person here either. Feeling a not wave of disbelief, fired. Stanley Geh decided doch to mal go links in den up to Raum. his boss's office, hoping he might find an answer there. Oh no, no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room.
please take your time. Ja, mehr passiert wirklich nicht. Na gut. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Nichts. Und da gibt's eine Feuerhose. But Stanley Ein Auto. just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for Da fehlt ein himself? Raum. Stanley is as Yes? awake right now Ja. as he's Ah nee, das ever Auto been ist in doch his da. life. Okay. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air Pustekuchen. of a world outside this one. Nee, Schokokuchen. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I Nein. want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. Nein. I am normal. Nein. Everything will be fine. Nein. Nein. Ich bin nicht okay. Na, siehst du, wo ich eingeschlafen bin. Und jetzt geht's weiter. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black.
Albtraum. This is the story of a woman named Mariella. Was? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that Yeah. moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Happy End. Nein. Nein. Einfach nein. Kein Ende. Stimmt. Nein ist richtig. Okay, gehen wir weiter. Hä? When Stanley gesagt. came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Sag mal, gibt es überhaupt irgendeine Auswirkung auf meine Entscheidung, ob ich rechts oder links gehe? Ja, unterschiedliche Enden. Okay. Du hast ja jetzt auf jeder Seite jeweils schon ein paar unterschiedliche Enden. Na gut, das ist richtig, ja. Das sind die Unterschiede. Ja, gut. Aber ich meine, hey, Ho! Yet there was not a Let's single go. person here either. Feeling a wave Oh, of let's go. Yeah, yeah, disbelief, come. Stanley decided to go up to his boss's office. Das ist gut. Nee, Der erzählt Coming hat to a genug von deinem staircase, Scheiß. Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. nein. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Du warst zu schnell. Wow. Wirkt es beruhigend? Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Dein Ernstspiel. Dein Ernst. Es liebt dich. Als ob. Doch offensichtlich. Es hat hier beruhigende Musik vorgespielt. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out?
Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Geh mal zurück auf die erste Plattform. Oh. Ich kann ja nicht weiter zurück. Okay. Drück noch mal auf den Knopf. Kannst du nicht gehen in den Aufzug? No, he refused to believe it. He Da unten gibt's couldn't nämlich auch noch ein accept Geheimnis. it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Versuch jetzt nochmal Here was the proof, zurückzugehen. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Nee, Happy auch nicht. or Okay. sad or content. Walking, Schade. eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. GLaDOS. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Ja. Okay. Ich muss An oder aus? Ende raus. Aus. Schluss vorbei. Ende aus, Blanks. Mickey Mouse. And a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. Also And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go. Jetzt gleich ist der Fahnen da. or how to feel. Jetzt gleich ist dieser Fahnen da draußen. Stimmt. It will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Oh, Herzlichen Glückwunsch. Spiel ist durch. das war es schon. Schon ist gut. Sicher? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht. Jetzt bleib mal stehen. Beweg dich mal nicht.
müsste nämlich auf jeden Fall auch noch was kommen. Das ist auf jeden Fall 20 nach 11. Doch, so spät schon? Ja. Mensch, Christian, Zeit für ein Bier! Prost. Sag. Was? Ich gehe noch mal eins holen. Mach das. Es wäre ja lustig gewesen, wenn das wirklich 20 nach 11 gewesen wäre, so im Korrelation. Das wäre natürlich gut gewesen, aber leider nein. Ja, leider nein, leider gar nicht. Ganz genau. Würde dies interessiert, das war übrigens ein leckeres Berserkerblut, was wir getrunken haben. Falls Interesse besteht. Ja, da müssen wir jetzt erstmal warten, bis das Herr Gerrit mit einem neuen Getränk wieder zurückgekommen ist. Wie Bar. Ich hab da mal was mitgebracht. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Stanley stood for a long time in one spot. It's part of a game. He likes to see how long he can go without dying. So far, he's doing excellent. And if he just stays right where he is, I'm sure he'll keep up that good momentum. Let's observe the genius at work. Kölsch Beste? Der ist schon gut, ja. Kann man trinken, ja. Aber ich bevorzuge Weizen, persönlich. So, einmal für dich. Thank you very much. You're welcome. Ich mag ja mein Feuer. Also, Feuer. So. Dann würde ich sagen, auf ein geduldiges Prost, Bier. Prost. Prost. Auf die Prost, Geduld. Jörn. Und Prost, falls uns noch jemand zuschaut. Ja. Auf jeden Fall Niki. Gehe ich zumindest von aus. Ne, das hoffe ich doch. Oh, das ist kräftig. Also nicht kräftig, aber ein krasser Nachgeschmack. Sehr intensiver Geschmack, weil es halt einfach, also dass es ein Smoked Porter ist. Es schmeckt ja, sehr rauchig und vor allen Dingen nicht nur rauchig, sondern Rein. Verbrannt. Oder? Stimmt, ja. Jetzt, Ja. wo du es sagst. Verbrannt. Feuer. Suter. Ja, macht Sinn. Ja. Das Feuermannequin. Feuermännchen. Weißt du, so sagt er zu dem Geschöpf, das quasi so den Ragnarok heraufbeschwören wird. Das Feuermännchen. Das ist ein Feuermannequin. Es ist halt ein großes Feuermannequin, aber es ist ein Feuermannequin. Und Zeus ist auch nur ein Blitzmannequin. Hermes ist auch nur ein Hui-Mannequin. Lass mich raten, Thor ist in dem Augenblick auch nur ein Donnermännchen. Stimmt. Oder Blitz. Ja, nee, doch, Donner. Nee, ja. Zeus und Thor sind ja beides eigentlich so Blitzmannequin eigentlich. Weil eigentlich müsste einer müsste ein Donnermannequin und einer müsste der Blitzbube sein. Wobei, eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, müsste Thor eigentlich so das Hammermännchen sein. Ja, komm, das ist mir zu blöd, ich gehe jetzt. Ja. Even now, Is your Stanley's hammer office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. Wieder Regnet es verändert draußen? sich alles. Regnet es draußen? Es klingt ein bisschen danach, ne? Ja, ne? Ich weiß es gar nicht. Es gibt keine Fenster. Doch, es gab eben in den Büros ein paar, aber die waren nur komplett hell. Oder beim When Fahren. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ja. Komm schon. Hier links waren gerade Fenster. Yet there was not a single person Ja, aber here die gingen nur in either. andere Räume rein. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might come to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. So, also hier gibt es auf jeden Fall auch noch was. Okay.
Da steht auch, glaube ich, immer ein anderer Text, soweit ich weiß. Du kannst auf jeden Fall auch noch irgendwas machen, bevor du in das Gebäude vom Boss gehst. Meine ich. Meinst du den Raum? Ja, ja, richtig, genau. Vielleicht hier? Zum Beispiel. Ein Fahrstuhl rufen. Gehen wir noch nicht rein, bleib mal da stehen. Ich glaube, der sagt da auch noch irgendwas. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was. Ich glaube, irgendwas sagt er noch. Ein Grafenmagazin. Ja, Deutsche lieben Listen und alle guten Listen brauchen einen Grafen. Und das Zeitmagazin. Und was bildet es ab? Eine Uhr. Wie passend. Ich würde sagen, es ist die Zeit. Für Bier. Ja. Es ist immer Zeit für Bier. Es ist immer Zeit für Bier. Quasi Beer o'clock. Das sehe ich jetzt erst. Nett. Was steht da? Business-Strategien. Ja. Also wenn du mit deinem Unternehmen erfolgreich sein willst, halt eine Knarre einem Panda an die Stirn. Profit. Anscheinend scheint es zu wirken. Ansonsten würde ich es da ja nicht hinhängen. Obvious. Aber, Ja, ich glaube, er sagt jetzt gerade nichts mehr. Irgendwas war da noch, aber ich weiß nicht, wie man es heraufbeschwört. Yeah. Beste. Geht nicht besser. Weißt du? Scheiß auf Wacken, Fahrstuhlmusik, Junge. Was ist irgendwas? Ah. Willst du mich flachsen? Komm mal her. Jetzt fahren wir hoch. Na gut. Wie lange macht ihr heute? Bis wir aufhören. Ja, das dauert noch ein bisschen was. Also, wie lange bräuchte ich jetzt noch eventuell? Also das Einzige, was mir gerade noch einfällt, ich glaube, mir fällt selber nur noch ein Weg ein. Ich weiß, es gibt noch eine andere Sache, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Okay. Bin mir nicht ganz sicher. Also wir können eine Sache noch auf jeden Fall machen. Die ist noch ganz cool. Okay. Die zweite können wir vielleicht noch suchen. Danach können wir zu McPixel rüberspringen. Genau. Und dann mal schauen, wie lange wir das machen wollen. Ja. Also wenn ich jetzt hier durch bin, dann, wie gesagt, springen wir zu MakePixel, zocken dann noch ein bisschen was und gucken dann einfach mal, was der Abend noch ja. bringt. Oder also, der Morgen. Wahrscheinlich noch ein, 2 Stündchen mindestens. Ja, würde ich sagen, so um den Dreh. Kommt ungefähr hin. Mein Input. Oh! Ich muss gestehen, so weit war ich noch nie. Ich glaube, man kriegt wirklich was, wenn man alle 5 voll hat. Inputs hat. Ich weiß nur nicht was. Ich hatte bis jetzt nur einen. Oder ich glaube 2. Den dritten habe ich nie gefunden. Gut. Verdammt. Als das Telefon geklingelt hat, was? Sterne gibt es heute Nacht recht viele. Oh, das Telefon. Ja, okay. Oh. Sterne gibt es heute Nacht recht viele. Blah blah blah. Dark secrets. The keypad. Stanley pushes some buttons. Oh hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Okay. Du musstest nicht mal den Code eingeben. Gut. Okay. Als das Telefon geklingelt hat, das wäre auf jeden Fall noch was. Kommen wir da noch mal rein in den Raum jetzt, in den Weg, über den Weg, den ich jetzt gegangen bin? In welchen Raum meinst du? Wo das Telefon klingelt. Ja, doch, aber wenn das ich ist ein anderer Weg. Das ist ein anderer Weg. Achso, also jetzt nicht, auch wenn ich das Escape gehe. Doch, dann eigentlich auch.
Okay, ja dann ich glaube, ich escape jetzt nochmal. Nee, geh noch mal in den Hauptraum. Okay. Da war nämlich noch was ich dir zeigen wollte. Das fällt mir gerade auch noch ein. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Gut. Einmal da drauf drücken. Genau. Stimmt, den Stecker kann man, glaube ich, auch ziehen, richtig. Stecker? Hier nicht, bei dem Telefon. Ja, schreibt er mir ja gerade. Ja, ich weiß, ich habe es ja gelesen. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ja, das war ja die Frage, wie ich jetzt zum Telefonraum komme. Ach so! Ja. Nein, ich habe nur da oben gelesen, als das Telefon geklingelt hat. Dreh dich mal gerade um. Ja, du müsstest aber gleich irgendwie zurückkommen. Geh mal weiter. Oder guck mal, ob du irgendwie hier den Knopf nochmal drücken kannst. Nee, ne? Nee, und hinter dir? Irgendwie an den Bildschirm irgendwas machen? Ich meine, man konnte irgendwie auf die Tische kommen und irgendwas machen. Nee. Okay, geh mal weiter. Vielleicht bin ich auch noch zu ungeduldig dafür. Nee, das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Okay, der nächste Knopf. Warte, bevor du... Okay, sorry. This mind control facility. It was Well. too hard to believe that Well, it could be true. Had Stanley really been Okay, under egal. someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? So, warte, dreh dich um. Ist immer noch nicht aufgegangen. Nix da. Irgendwas konnte man dann trotzdem noch machen. Ich weiß noch nicht wie. Es gab irgendwie dass die Türen aufgingen und man zurückgehen konnte. On statt off. Ach so, ja gut, das auch. Ja, aber das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Egal, fahr mal hoch, wir gucken uns das später nochmal an. Ja, ich glaube, jetzt gleich kommt dann wieder das on. Genau, Telefon war rechte Tür, richtig. Ja, gut. Aber was James gerade meinte, war halt die Mind-Control-Maschine. Du hast ja eben, eben hast du sie ausgemacht. Eben habe ich sie ausgemacht, Genau. ganz genau. Jetzt kann ich sie theoretisch eigentlich nochmal anmachen. Genau, richtig. Blind. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with Da ist auch nochmal ein emotions. Knopf. Happy Direkt vor dir. or Achso. sad. Ach ja, okay, die muss man in irgendeiner Reihenfolge drücken, aber das fragt mich nicht. Working, all of it Hatte ich schon on? monitored Nein, and on commanded hatten wir from noch this nicht. very place. Genau. And as the cold reality Wir of hatten his gerade nur past Aufgaben, began dann to sind wir sink irgendwie in, rausgekommen. Stanley Genau. decided Dann hat, that this Christian das Spiel machinery would durchgespielt. never again exert its terrible power over another human life. Von der Treppe For springen. he would dismantle the... Oh, Stanley, you didn't just Hattet ihr activate das? the controls, did you? Ich After glaube they nicht, kept you nein. enslaved all these Warte. years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Ja. Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free.
Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Guck mal gerade nach Other links. times, I let the office sink into Okay, the ground, never mind. swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going Ich to weiß nicht put mal, ob man hier some was machen extra kann, time muss on ich the gestehen. clock. Why not? Muss irgendeinen These are Code irgendwie precious richtig additional eingehen, aber seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. das hatte ich damals auch What's nicht. the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Sold? Nein. Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Okay. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then... Nicht gleich überanstrengen. I embrace my destiny. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. Das ist 9 Sekunden zu früh passiert. Du nimmst das alles ein bisschen zu genau, habe ich das Gefühl. Wir sind wieder am Anfang, oder? Yes. Ja. Kein Input. All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Oh. Okay. Eins Gut, noch. gut. Bin mal gespannt, ob das noch was bringt. Wird dann maximal im nächsten Run irgendwo sein. Wahrscheinlich, ja. Siehst du, immer alle Computer ausschalten zu wollen, bringt doch was Gutes. Hat tatsächlich irgendwie was gebracht. Okay, geh mal rechts. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja, danke. The lounge Bye-bye. was sublime, Tschüss. a work of Bye art. bye. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ne, ich hatte auch Dispo-Bait, ne? Genau. Weiter. Weiter. Links. Stanley was so bad at following directions, Ah, it's genau. incredible he wasn't fired years ago. So. Und dann hier runterlaufen auf die Plattform auf der rechten Seite, wenn das Ding gleich oben ist. I'm not Und über your den enemy, really, Weg fährt. I'm not. I realize that Ach, auf den investing Weg your runter. trust in someone else can be difficult. Ja, warte, But wenn- the das Ding fact fährt noch is bis that nach the links. story has Ja, been klar. about Genau. nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've Jetzt. forgotten about. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that Nein. convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Macht das erstmal nicht. Also durch die blau gehen. Okay. Ja. Ja, klar. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door.
I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the rain. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop Eine rote Tür. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. Oh. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach me, Stanley. Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Okay, Leaderboards. Sehr gut. Und am letzten bin natürlich ich. Ja, this is you. Obvious. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Oh, was haben wir denn Gutes? In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. This will go here. No,
here, and then... Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Na gut. Erste Dreckhütte, beste Dreckhütte. Du kommst doch nicht mal rein. Isn't it doch. grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Dreck. That's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Oh, ich kann hier lang. Man hat die Tür und Tor geöffnet. Oder geschlossen. Ja, gut. Aber das kennst du ja schon. Hinter dir schließt sich alles. Wow. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Nein. Schaffst du schon. Ich glaube an dich. Nein, ich habe sogar keine Wahl. Okay. Nein, in Gehen wir ein diesem Spiel bisschen hast du keine Wahl. Oh, Pilze. Shrooms. Shrooms? Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Zombies. Sehr gut. Mit dem einen Perk geht das echt gut. Worum geht's? Yes! I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Das letzte übrigens sehr offen. Sehr beunruhigend offen. Ach, Shadowborn, okay. Okay, also wenn du Shadowborn drin hast, dann hast du keine Kopfschmerzen, wenn du Killer spielst. Das ist natürlich optimal. Gut. It's a puzzle. Ja, komm her, Companion Group. Stanley. Critical Thinking. Your forte. Dann schafft es ja Niki vielleicht in Zwischenzeit oder langsam dann auch mal zu killern. Das wäre dann auch nochmal cool. Dann entdeckst du eine ganz neue Seite vom No, Spiel. actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games. And I highly doubt you're any wiser for Das the heißt Stumble, experience. das war gut. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you, but as for me, I've had enough. So, why don't you get cozy in this room, and if you have any grand revolutionary ideas for the perfect video game, you can just sit there and let it ball up inside you for all eternity. I don't need your advice. I don't need your ratings. And I certainly don't need the validation of a man whose job is to push buttons. I think I'll just go about my business, making meaningful cultural contributions to the world. And perhaps every now and then, I'll think back to a man named Stanley who was objectively wrong in every decision he ever made. The thought won't last long. Goodbye, Stanley. Good luck with your work. And I sincerely hope that everyone lives happily ever after. Ja. Oh. Mhm. Aha. Beta. Hey, kann Du kannst dich bewegen, irgendwo hin. alles tun. Oder noch weiter runterfallen. Es geht ab, ganz schön ab. Oh. Das ist übrigens das Outfit oder das Aussehen von der originalen Mod, soweit ich weiß. Okay. Du bist quasi jetzt im Grundspiel. Nur, dass es halt etwas mitgenommen aussieht. Ein bisschen. So ein bisschen, ja.
Ich habe offensichtlich kein Ziel oder sowas. Von A nach B gehen. Das ist das Ja. Ziel in diesem Spiel. Irgendwo entlang. Oh, da leuchtet Licht. was. Licht. Computers an. Ich weiß, du wirst schon wieder aggressiv, wenn du sowas siehst, aber ganz ruhig, kommt nicht dran. Schnappatmung setzt ein. Ja, das triggert mich gerade ein bisschen. Oh, da ist ein Computer, die kann ich ausschalten. Oder auch nicht. Verdammt. Okay. Hier. Soll ich dir einen Fun-Fact verraten? Oh Gott. Das ist dein Büro. Ist es das? Ist es. Okay. Willkommen zu Hause. Und tschüss. Ja. Ah, 427. Genau. Okay. Ja, okay, gut. Und tschüss. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, Yeah. perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Plattform ganz runtergesprungen? Wie meinst du das? I can wait. Meinst du bei dieser Elevator-Plattform? Ach, wo es dann ganz nach unten geht, quasi auf diese. Da bist du noch nicht Nee, runtergesprungen. nein, noch nicht. Nein. Könnte man aber auch noch machen. Das ist richtig. Oh, letzter Input. Input? Das ist neu, das kenne ich noch nicht. Oh, so viele Buttons. Heaven. Button. Halleluja. Halleluja, wir sind in Button Heaven. Kann man alle ausmachen? Ich glaube, dann passiert sicherlich auch. Wobei, die gehen Nee, wieder an. die gehen auch wieder an. Ah, schade. Passiert hier überhaupt irgendwas? Ist das Himmel oder Hölle? Ich bin mir sicher, es gibt hier irgendeine Reihenfolge, die man drücken kann, dass die Dinger alle ausgehen und dann kriegst du irgendwas Tolles. Ist das so? Ich bin mir recht sicher, aber... Vielleicht in alle die gleichen Farben in einer Reihe oder so, keine Ahnung. Boah, ich glaube, du kannst neu starten. Okay, gut. Tun wir das. Also, Hat sich voll gelohnt. ja, der Raum ist weird. Vielleicht kann man da irgendwas erreichen, aber ich glaube eigentlich fast nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du irgendwas machen kannst. Lass mal eine ja, lass uns nichts suchen. Lass mal Einfach gut sein. mal lieber Sachen Einfach ausprobieren. Nein. Du musst noch mal neu starten. Lauf! Nein! Nein!
Welcome to heaven. Das war nicht das Highway, nicht der Highway to Heaven, sondern der. Nee, Highway, scheiße. Nicht der Stairway to Heaven, sondern das Keyboard to Heaven. Quasi Office Way to Heaven. Ja, richtig. So, während du Spaß hast, geh ich mal gerade Pipi machen. Ja, ich starte neu und gehe einfach an irgendeinem Weg jetzt gerade lang. Das ist, der Raum ist weird. All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Ja, doch. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible. Lass uns mal ganz runterspringen. Whee! But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Siehst du, das passiert, wenn man runterspringt. Man stirbt. Wer stirbt? Du stirbst. Ah, oh, das ist auch neu. Wann kam das jetzt? Als ich von der Plattform also ich kam in den Raum rein, in die Halle. Aha. Und ich bin quasi direkt nach ganz unten gesprungen. Dann bin ich gestorben. Klatsch. Stimmt. Und richtig, ja. jetzt kommt das. Nein. Nein! Ja, mach was du willst. All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Mir sind die Computer mittlerweile auch vollkommen egal. Scheiß auf die Computer. Ich Ja. will hier raus. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the Nein. door on his... This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. aber wir he sind- wanted haben to stop noch by mal the employee disobeyed? lounge first, just to admire it. Müssten wir noch mal machen, eigentlich, Stanley ja. felt lightheaded, Ja, lass uns mal noch mal zum butterflies Telefon in gehen. his stomach. Genau. Sag mal, But kann das sein, eager dass to sie es get wirklich back to halt business, Stanley took the first open door on his left. quasi unendlich oft du von Anfang an Stanley was anfängst? so bad at following Ja. directions, it's Tust du. incredible he was Egal was du five tust, du years fängst ago. immer von vorne an. Okay, das heißt, du kannst jedes Ende die mehr oder weniger raussuchen. Du fängst je nachdem, egal welches Ende du zu welchem Ende Ja. du gehst, du fängst immer von vorne an. Genau. I realize that Okay. investing Also es gibt your kein trust in Entkommen, so someone gesehen. else can be difficult. Nicht nur so gesehen, The sondern fact is that the gibt kein story has Entkommen. been about nothing but you all this time. So nach There's someone you've been 3 Stunden neglecting, Stanley. Spielzeit. Someone you've So, forgotten hey, about. es gibt, du kommst nicht raus. Stop trying to Ja. Es make ist, every es ist decision unendlich by lang, das yourself. Spiel. Ja, schon. Not Infinite asking Loop. for me, Ja, schon. I'm asking for her. Sehr gut. Wir kommen im, nee, nicht Butterfly-Effekt, Groundhog Day, hier. Täglich grüßt das Murmeltier. Put your work Lass mal gucken, ob wir aside nochmal zum Telefon to kommen. let her back into your life. She's been waiting. So, Stecker raus. That's Ah, her, Stanley. Da bin ich Mit sogar E You wahrscheinlich. need to be the... Oh, no, you can't... Did you just unplug the... Ja, That wasn't hab ich. supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? Geht auch, Björn, I ja, didn't even zeig know ich ihm that was gleich. possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken.
This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Oh ja, wird mit Sicherheit sehr lehrreich. How to. It's the best part of being a real person, but if used incorrectly can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Cool. Björn, die Gleichung gerade eben hast du verstanden, oder? Excellent. Die ging auf. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Oh. Ja, dann gucken wir mal. Oh. Oh. Hä? Dass du auch nirgendwo runterspringen kannst. Genau, richtig. Sicher? Okay. Ziemlich. Okay, Spiel gut. so, Na gut. Jetzt geht die Tür zu. Ja, Das natürlich. ist auch nicht Now your runterspringen. choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. Hat er We recht. just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Lass mich raten, das heißt, wir gehen jetzt wieder zu unserem Büro zurück. Offensichtlich. Möglich. Ja, Pausenraum. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Wir sind definitiv zu spät. Ja. Genauso habe ich das beim ersten Mal auch gemacht, aber da ist nichts mehr. Oh, schade. Na gut. Und alles kaputt. Kaputt, kaputt.
Na, schade. Oh, alles it's kaputt. ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? Gern What did you geschehen. get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... Baum. No, I have to. I have to shut the game down. I have to. Oh. I have to. Pixelbrei. Ach nö. Oh. Oh. Oh, I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. Nein. All right. When Stanley came to a set of 2 open Dann doors, wiederholte sich he das. entered the door on his left. Sicher? Also doch links. Also wenn du jetzt rechts gehst, dann siehst du das gleiche wie gerade nochmal. Okay. Das ist der Punkt. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ich will in die Besenkammer. No. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Keine Kompromisse. Schnurstracks Richtung Ziel. Ja. Christian, hat keine traurig. Wahl. Okay. Moment. Ist doch kein Bathroom mehr. Was? Das ist neu. Mhm. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Echt? Night Shark 115. Stanley spoke Hat er the nicht code. genommen. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Night Shark 115. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver.
Otherwise, we can't get on with the story. This is a crucial step. Night Shark 115. Okay, fine. You're not gonna do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. Es hätte nicht I funktioniert. asked you for this one simple thing, for your respect. The kind of respect Spiel, Stanley shows for his choices. He Sorry. knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. Out of body experience. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Okay. Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. Oh. The story needs you. It needs you to make a Credit decision. rolls. It cannot exist without you. Do you understand me? Das Schlimme an dem Bier ist, es ist immer so schnell leer. You Ja. cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Nein. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Gut. And back to hell again. Heaven meinst du? Heaven. Natürlich. Awesome, 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 awesome. Awesome, awesome. Hier ist alles super. Genau. So, ich glaube, das waren so ziemlich alles. Also wir können noch eine Sache tatsächlich gerade machen, das ist direkt am Anfang. Der Ganze aus dem Fenster raus. Und das andere, was ich noch im Kopf hatte, ich weiß nicht, wie man das triggert, also das kann man dann ignorieren. Ja, Also hier quasi geradeaus und dann links. Und da müsstest du auf dem Fenster drauf kommen, also auf den Tisch meine ich. Irgendwie. Von der anderen Seite? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a Also trace ich of kann his hier co-workers. nee, bei dem neben nächsten Raum irgendwie Dann geh, auf den Tisch dann geh drauf. zum nächsten Raum mal. Nein, da definitiv nicht. Nee. Aber ich meine, das brauche ich hier vorne irgendwo einen Tisch, der nirgendwo... Ja, aber das muss da hinten in dem Raum auch gehen tatsächlich. Da kannst du nämlich dann aus dem Fenster rausgehen. Treppen runterspringen. Was für Treppen? Treppe runterspringen. Also müsste dann wahrscheinlich hier irgendwo über den Stuhl. Genau, es müsste eigentlich da irgendwie über den Stuhl gehen, meine ich. Nee, offensichtlich nicht. Von der anderen Seite hier vielleicht? Nee, auch nicht. Es muss da rechts über den Stuhl gehen tatsächlich. Der steht schon so Ja. aggressiv so. Da warst du gerade ein bisschen auf dem Tisch drauf. Ja, da auf dem Niemand. Stuhl halt so ein Stückchen, aber nee. Oh, Ah, da. Ah, genau. So. Jetzt musst du da irgendwie rüberkommen. Genau, und da kannst du jetzt geduckt durchkriechen. Genau. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet?
Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Ich hol gleich noch mal Bier. I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. 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 Na dann, das ist mein Stichwort. Ja, aber ich trinke mal einen Schluck Wasser zwischenzeitlich. Gute Idee. Währenddessen hole ich einfach mal ein Bierchen. Auch eine gute Idee. Ja, gelegentlich habe ich die. Soll vorkommen. So. Langweilt uns dieser Gag? Wahrscheinlich nicht, nein. Eher nicht. Also ich habe eigentlich schon einen ausgewählt. Oh, ich komme nochmal wieder. Ich komme nochmal zurück in dieses Fenster raus. Zeugs, Welt. So. Dachte er. Was? Dachte er, kommt nochmal zurück zu der Stelle, wo er aus dem Fenster springen kann. Ach so. When Stanley came danach to a bestimmt set noch of mal. two open doors, he entered the door on his left. Wo gibt es jetzt diese Treppen, wo man auch runterspringen könnte, Björn? Was meinst du mit Treppe runterspringen, bla? Da bin ich mir ehrlich gesagt halt auch nicht so ganz sicher, wo das sein soll. Treppe runterspringen. Bitte? Oh, danke schön. Gern geschehen. Man kann halt noch in diesem großen Endraum, wo die ganzen Bildschirme sind, da kann man auch noch runterspringen. Aber das bringt einem nicht wirklich was, dann steht man halt einfach da unten. Ja, und schaut auch doof aus der Wäsche raus. Irgendwie, Ja, keine weil Ahnung. dann kommt halt überhaupt nicht wirklich was. Vermutlich links irgendwo. Vermutet er. Dann gehen wir, glaube ich, vermutlich links irgendwo mal hin. Also es gab links Treppen, aber da konnte man nicht runterspringen, da ging man runter und dann kam Ja, halt genau. dieses Traumding. Genau. Ach, nein, du meinst wahrscheinlich das, wo man in diesen Raum kommt und die Treppen hochgeht und der Erzähler sagt, nein, spring nicht runter. Und du dann so, doch, und dann springst du trotzdem runter. Ich weiß nur nicht, wo genau das ist tatsächlich. Aber ich glaube, das meint er. Das ist auch noch ziemlich cool. Das ist teilweise auch noch ein bisschen trippy. Okay. Aber wo? Ja, Erstmal gut, ein Genau, kleines erstmal. Stückchen. Prost, Prost. Also du knallst mit dem Bier wirklich gern den Mikrofonarm, ne? Ja. Ich mag das. Ja, genau, das meint er. ging. Ich weiß nicht so genau, wo das war. Ich meine, Ich glaube, wahrscheinlich erstmal irgendwo anfangen hier links. es ist Weil nicht die am rechts Anfang. haben wir Es ist wirklich, ja, zum einen, aber das ist ja die Frage, welches die erste Entscheidung ist. Wahrscheinlich ein linker Weg die erste Entscheidung, weil Ja, ja, die rechts genau. haben wir schon relativ viel gemacht. also rechts gibt bestimmt auch noch was, aber der linke ist jetzt die erste tatsächlich. Und dann bei den Treppen nach dem Treppenhaus ist es, glaube ich, nach unten und dann da irgendwann. Yet there Aber was not a single person here either. wo da? Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's Gehen wir hier office. runter? Coming to a Yes, das staircase, haben wir Versuch mal die Stanley Tür. walked Versuch mal die upstairs Tür. to his boss's Wahrscheinlich nicht, office. nein. Nee. Aber wir sind ja relativ wenig da Hier unten. waren gegangen. wir an sich auch. Ja, und dann sind wir genau hier mit dem Traum But und dann ist das Stanley bestimmt. just couldn't do Genau. it. He considered the possibility of facing his boss.
Admitting he had left his post during Beim work Escape, hours, das- he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that Maybe, risk? ja. All because he believed everyone had vanished. Ja, das His ist boss wie, jetzt would gehen wir think noch he im was Kreis. crazy. Und, Genau, und dann And then gibt es nachher something das occurred to Geschreie. Stanley. Da kannst du eigentlich auch stehen bleiben. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Oder aber ich kann einfach wieder All of my zurücksetzen. Oder kannst co-workers einfach neu starten, drinking ja. was- Das hatten war's wir nicht. schon alles. Vielleicht beim Escape zurück, das könnte sein, ja. Das heißt doch erstmal All of hier his co-workers were obedient. gone. Genau, einfach What ganz could it normal mean? weiter. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Es gab nämlich in dem letzten Raum da auch noch so ein lustiges Geheimnis, dass man irgendwie zurückgehen konnte. When Stanley links, came links, to a links, set links, of links, two links, links, open links. doors, he entered Links? the door Ja. on his Ah ja, left. stimmt. Genau. Links nach oben und dann quasi Richtung Mind Control Room. Genau. Beziehungsweise noch nicht ganz. Am Boss Irgendwo vorbei. da. Am Boss vorbei. Genau. Einfach den Boss Yet ignorieren. there were no Ist der Ecke links. here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, Genau. hoping he might find. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to Boah, his smooth. boss's office. Der Player. Yes. Oh, direkt rechts rein. Here's the door, just go. Er hat auch keinen Bock mehr. Tja, geh einfach. Ja, danke schön. Hier ist the door, just go. Ju, 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 ju. Ah, schön. So. Also geh. Stanley walked Erstmal straight Escape. ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ja, einfach durch bis zum Ende, aber dann Although nicht ins this Loch springen, passageway sondern had the zurück. word escape written Vielleicht on kriegst it, du dann noch the was. truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Death. Brutal. Death. Brutal. The door behind him was not shut. Nice. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Moonwalk, guck mal, Mama, ohne Hände. At this point, Guck Stanley mal, was Mama, making ohne a Zähne. conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his Ih. death. Einfach bis zum Loch gehen, nicht reinspringen, dann einfach wieder zurück. Nö. 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 Gehen wir nicht in den Tod. Boah, ist das ein langer Weg. Zieht sich ganz schön in die Länge, der Gude. Nee, das war irgendwie woanders, meine ich. But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. Ja, hier ist jetzt dicht. Drück da mal drauf. The lights rose on an enormous Okay, warte, du room kannst packed da auf with die Plattform television drauf. screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Jemand, du kannst da drauf. Kannst du vielleicht das Licht nochmal anklicken? Nee. Du müsstest über den Stuhl da, glaube ich, drauf kommen. Oh, Ja. ja, Tatsache. Und du kommst da auch, du kannst auch runterspringen, aber du kannst da unten leider nichts machen. Soweit ich weiß. Was war das denn gerade? Hast du Das gehört? war ich. Oh. Achso, okay. Ich habe komische Geräusche gemacht. Okay, okay, Ich mache okay. sowas manchmal. Sowas passiert. Du hast jetzt da drauf gedrückt, die Tür ist aufgegangen. Geh nochmal zurück zur Tür. Hier. Ja. Da passiert aber nichts. Einfach mal ansprechen. I Okay, geh weiter nach vorne. nächste Plattform. Genau, einfach mal auf die nächste Plattform, Aber ich aber kann noch nicht nichts zurück. drücken. Noch nichts drücken. Ich werde nicht zurückkommen. Doch. Die geht erst zu, wenn du den Knopf drückst. Okay, doch. Guck mal, ob du da irgendwas anmachen kannst. Nee. Das musste man, glaube ich, machen, wenn man auf der letzten Plattform war, soweit ich weiß.
Auf der letzten, also noch eine Plattform weiter mindestens. Ich glaube ja. Ah, ich camp hier. Ja, da kannst du jetzt... Ja, Da kann man jetzt runter. jetzt bist du unten. Jetzt bin Das ich war's. unten. Herzlichen Glückwunsch. Hauptsache, das ist eine Option, die das Spiel nicht bedacht hat. Das stimmt, ja. Es gibt halt kein Achievement, es gibt keinen Kommentar, es gibt nichts. Ja. Einfach bla. Na gut. Ja gut. Wollen wir sagen, wir sind durch? Weil, ich glaube, wir wissen gerade nicht so genau, was jetzt noch als Ende auf uns zukommen könnte. Nee, also wie gesagt, ich weiß, es gibt auf jeden Fall noch mindestens, es gibt glaube ich bestimmt noch ein paar mehr. Ja. Also es gibt noch 2, aber ich weiß halt leider nicht, wie ich sie trigger letzten Endes. Ich würde gerade selber noch mal kurz versuchen, tatsächlich. Ja, klar, gerne. Wir können gerne nochmal tauschen. Ja. Schön das Bier mitnehmen. Natürlich. Fliegender Wechsel. Jos. Schön daran denken, das Bier mitzunehmen. Das Wasser natürlich vergessen. Natürlich. So. So, dann lass mal schauen. Gucken, ob ich das vielleicht hinkriege. How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. Ah, wieder This was is what Neues. I wanted all along. I got what I wanted. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. So. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. To his boss's office. Here's the door, just go. Just go. Kein Bock mehr. So, ab mit dir. Und runter. So, schauen wir nochmal. Irgendwie muss das ja gehen. Ich weiß ja, dass es das gibt. Stanley walked straight ahead Ja, through ja. the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? So, okay. Okay, bevor ich jetzt irgendwas mache, gehe ich jetzt direkt nochmal zurück. Hat das vorne irgendwas gebracht? Wo? Also jetzt gerade eben. Oder prinzipiell? Nee, Glaub nicht, nein. ich glaube nicht. Now the monitors jumped to life. Their true nature revealed. Got stuck. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers. Yes. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Was sagt eigentlich der Bildschirm mit unserer Mitarbeiternummer? Wo sind wir denn? 427, ne? Ja. Da, hinter dem Da, Tor. Genau, hinter dem Tor direkt. Ja, das ist unser Büro. Das ist sogar tatsächlich unser Büro. Wow. Shocking. Ja. Dass sie an so viel gedacht haben. So. Shocking. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Error. Irgendwie so war das. Verdammt!
Oder muss man einfach eine Weile warten? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nämlich nicht mehr, was es hier war, aber ich kann mich daran erinnern, dass es ganz lustig war. Wahrscheinlich. 601 ist gefeuert. Gut. Ja, und genauso wie die 107 oder so war's. Ja, genau. Ich bin aber auch gerade mal um die Ecke quasi. Ja, sei mal. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Tja. Aha! Da haben wir es doch. Okay, ich war gerade noch auf Christian. Man musste den Aufzug berühren, damit der Scheiß wieder aufgeht. Ah, das war also der Trick. Alles klar. Gut. Warte ich nochmal gerade. Nehme ich auch nochmal ein Schlückchen Wasser. Man soll ja schön hydriert bleiben. Prost zusammen. Ich kann schon mal nach vorne gehen. Muss ja da irgendeinen Knopf drücken. Ich hab's rausgefunden. Ja, und. Du musst da einfach da hinten den Aufzug berühren, ohne komplett drauf zu gehen. Dann gehen die Türen wieder auf. Oh no, die ganze Entdeckung, während ich nicht hier am Platz bin. Schlimm. Du wirkst richtig mitgenommen. Meinst du, ich wirke ein bisschen abwesend? Ein bisschen. So, ich glaube, das war jetzt hier, Alles ne? Ja, genau. Ah, lass dich doch mal ausmachen. Und. Nice. You never go secret. Once you go secret. Secrets. William hides the best secret. Never give up your dreams. Ich dachte gerade schon, da stand gerade never gonna give you up. Würde ich den Entwicklern zutrauen. Ja, definitiv. Secrets all the way. Secrets Room 2014. Secret of the Year, every year. Secret for President 2016. Oh yeah. Oh. Aha, aha. So, gehst nochmal zurück. Yeah. No. No! He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. Okay, aber das hatten wir ja schon. Never. Never. Ja, ich glaube, ansonsten haben wir eigentlich Hört sich gut an. alles. Ja. Gut. Zurück zum Menü. Dann sind wir damit jetzt auch durch. Ja. Durch und durch. Ja. Dann machen wir jetzt gerade noch mal eine kurze Pause. Einfach noch Genau. ein bisschen strecken und danach gucken wir noch mal ein bisschen wegpixeln. Genau. Können wir noch ein bisschen was noch klar im Kopf werden? Klar, im Kopf werden. Und danach gucken wir mal, was Buja. da noch geht, würde ich sagen. Buja. Dann machen wir noch 1, 2 Minütchen, 5 Minütchen Pause. So um den Dreh. Bis gleich.
Bye.